Die bisher gefährlichsten Motorradverfolgungsjagden an einem Ort. Die Action ist so hoch wie nie zuvor. Ein Motorradfahrer, der mit einer Geschwindigkeit von 210 Kilometer pro Stunde vom Polizeiradar erfasst wurde, bog in Seitenstraßen ein, um zu entkommen. Der erfahrene Polizeibeamte schätzte die Situation richtig ein und konnte ihn auf einem Wohnmobilstellplatz stellen. Der Fahrer missachtete ein Stoppschild, prallte gegen ein anderes Fahrzeug und stürzte zu Boden. Als er versuchte aufzustehen, wurde er von einem Polizeibeamten niedergeschlagen. Bei ihm wurde eine Pistole gefunden und als Grund für seine Flucht gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Ein Motorradpolizist in interessanter Kleidung wurde mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometer pro Stunde vom Radar erfasst. Gleichzeitig führte er gefährliche Manöver durch. Der Fahrer ignorierte die Aufforderungen zum Anhalten, wechselte auf die Gegenfahrbahn und fuhr auf die herannahenden Fahrzeuge zu. So begann eine ernsthafte Verfolgungsjagd. Der Beamte fuhr vor das Motorrad, verlangsamte dessen Geschwindigkeit schrittweise und zwang es zum Anhalten. Nach dem Zusammenstoß ließ der Fahrer sein umgestürztes Motorrad zurück und floh mit einem Messer in der Hand zu Fuß in ein unbebautes Gelände. Die Polizei musste dreimal mit einem Elektroschocker eingreifen. Als er in Handschellen gelegt wurde, wurden bei ihm Drogen und Utensilien gefunden. Ein orangefarbenes KTM-Sportmotorrad, das mit einer Geschwindigkeit von 231 Kilometer pro Stunde, also doppelt so schnell wie erlaubt, unterwegs war, wurde vom Radar der Polizei erfasst. Als wäre das noch nicht genug, fuhr es vor den Augen der Beamten mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde auf einem Rad vorbei. Der Fahrer legte sein Motorrad in den Kurven mit hoher Geschwindigkeit, fast wie bei einem MotoGP-Rennen, flach. Der Polizeibeamte hatte große Schwierigkeiten, mit seinem Polizeiauto mit dem Motorradfahrer Schritt zu halten.
Yeah, behind the rig or something. You just wrecked out at the roundabout on Maple. River copy. Hands up, man! Good, I have Hands my up! dog. Hands up! Der Fahrer verlor in einer Kreisverkehrskreuzung die Kontrolle und prallte gegen einen entgegenkommenden silberfarbenen PKW, woraufhin er mit seinem Motorrad zu Boden stürzte. Der Fahrer, der unverletzt blieb, aber seine Identität nicht preisgeben wollte, hatte keinen Motorradführerschein und sein Fahrzeug war nicht zugelassen. Costley wurde wegen gefährlichen Fahrens und Flucht vor der Polizei in Handschellen gelegt und nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst direkt ins Gefängnis gebracht. Aus einem uns unbekannten Grund flüchtet ein Motorradfahrer vor der Polizei, versucht sein Glück auf der Autobahn und fährt dann auf den Parkplatz eines Unternehmens, wo ihn eine Überraschung erwartet. Zero 98 Frank call, please. 098 Frank call. Turn on the 28. Coming up to baseline. University coming up to baseline. Behind the blue John. Baseline at Chico. Der Fahrer, der dachte, dass das Polizeiauto nicht hinter das Gebäude fahren könne, stand vor einem Eisentor. Der Fahrer dachte, er könne es rammen. Das Tor öffnete sich, aber der Polizist begann schnell zu rennen. Der Fahrer, der nicht wieder auf sein Motorrad steigen konnte, versuchte zu Fuß zu fliehen. Kurz darauf wurde er gefasst. Aufgrund einer Meldung über ein Motorrad nahmen Polizisten schnell die Verfolgung auf. Dabei fuhr das Motorrad mit gefährlichen Manövern bis zu einer Geschwindigkeit von 175 Kilometer pro Stunde. Als die Polizei näher kam, gab der Fahrer ein Handzeichen, hielt aber nicht an, woraufhin die Polizei ihn mit ihrem Fahrzeug rammte und außer Gefecht setzte. Der Fahrer Jackson gab als Grund für seine Flucht lediglich an, dass er nicht wollte, dass sein Motorrad abgeschleppt wird. Da er jedoch keinen Führerschein und keine Versicherung hatte, wurde ihm diese Flucht mit einer viel schwereren Strafe heimgezahlt. Hey, let me see your hands. Get up. Stay on the ground. Stay on the ground. I wasn't running. No, no. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. I wasn't running. Stop. Bro, I was stopping. Bitch, you don't do that shit again. Die Polizei des Bundesstaates Arkansas wollte ein Kawasaki-Motorrad stoppen, das mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs war. Der Fahrer hatte jedoch nicht die Absicht anzuhalten und versuchte auf verschiedene Weise zu fliehen. Sein letzter Versuch verriet ihn jedoch. I made a left on Hardin Reed Road. Speed 78, no traffic. Hey, I'm on Christmas Pike right now, heading that way. 10-4, we're heading that way. White male, tan glasses, speed 92, no traffic. 10-4, he can't ride, so I'm behind. Yeah, good for. I'll see if I can get back here.
Last night, he's still no track. Speed's 85, still in course for his bike, no track. I just got beside him, so he knows it's me. Coming up on the intersection. Speed's 84. He's on Summers Road in the ditch. Der Fahrer fuhr zunächst auf eine Wiese. Da er jedoch keine Fluchtmöglichkeit mehr hatte, glaubte der Verdächtige, er könne die Polizei abschütteln, indem er sein Motorrad von der Straße auf das Gelände lenkte. Als er jedoch auf dem losen Untergrund die Kontrolle verlor, beendete der Beamte die Verfolgung innerhalb von Sekunden mit einer langsamen, präzisen Berührung. Der Motorradfahrer, der sich durch den dichten Verkehr schlängelte, erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 160 km pro Stunde. Es handelte sich um ein Sportmotorrad, aber auch der Polizist war sehr geschickt. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Als das Motorrad die Autobahn verließ und auf einen Waldweg abbog, begann es die Bodenhaftung zu verlieren. An einigen Stellen drehten die Hinterräder des Motorrads durch, was von Kameras aufgezeichnet wurde. Diese Flucht dauerte jedoch nicht lange. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle und stürzte. Bevor er sein Motorrad wieder aufrichten konnte, holten ihn die Polizeibeamten ein und es kam zu einer Verfolgungsjagd über die Wiese. Der Fahrer wurde kurz darauf gefasst. Die Arkansas State Police, die auf Routinepatrouille war, bemerkte einen weißen Honda CBR 600, der mit einer Geschwindigkeit von 145 km pro Stunde fuhr. Der Fahrer des Sportmotorrads ignorierte die Aufforderung anzuhalten und beschleunigte auf 225 km pro Stunde.
right back up to Lakeview. Cut him off up there in that intersection. He's down. He's down. Die Verfolgungsjagd verlagerte sich zunächst in einen Park, in dem sich Familien aufhielten, dann fuhr der Fahrer in eine Sackgasse. Selbst in diesen Straßen musste der Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde wenden, woraufhin ein entgegenkommendes Polizeifahrzeug ihn rammte und stoppte. Nach dem Unfall wurde Townsend medizinisch versorgt und anschließend festgenommen. Er wurde wegen gefährlichen Fahrens, Flucht vor der Polizei und vorsätzlicher Gefährdung der öffentlichen Sicherheit vor Gericht gestellt. Ein Suzuki 600 Kubikzentimeter ohne Schutzausrüstung, der dennoch mit hoher Geschwindigkeit fuhr, wurde vom Radar der Staatspolizei erfasst. Der Fahrer, der der Aufforderung zum Anhalten nicht nachkam, begann mit Handzeichen zu fliehen. Over 10 St. Michael Drive. 1037. Speed's 90, westbound on St. Michael's in Texas. Original reason for the stop was no line code. Black male, green shirt, orange shirt with shorts. Speed's 110. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 190 Kilometer pro Stunde fuhr der Fahrer auf die Interstate 30 und versuchte, sich in dichtem Verkehr und mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Kilometer pro Stunde der Verfolgung durch die Polizei zu entziehen. What are you gonna do here? Continuing west on 30, past the University down the bridge. It's a 290 mile per hour. Speed's 110, traffic's light. Coming up on exit 213, speed's 95. That's not too. Der Polizeibeamte versuchte, den Verdächtigen mit seinem Streifenwagen von der Straße zu drängen, doch der Fahrer entkam jedes Mal auf Feldern und Nebenstraßen und leistete weiterhin Widerstand. Pull over. Pull over. Pull over. We might be stopping at Bend Road. We're eastbound on 2148, speed 70. Tried to run him off the road. We're back north on 2148.
Als der Fahrer auf offenem Gelände versuchte, der Polizei zu entkommen, verlor er durch eine entschlossene Intervention mit der Frontschutzvorrichtung des Streifenwagens das Gleichgewicht und fuhr in ein Waldstück. Nach einer etwa 45 Meter langen Verfolgung zu Fuß wurde Reinhardt mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt, wobei Alkoholgeruch in seinem Atem festgestellt wurde. Careful. I'm sorry, y'all. You're good. Ein auf der Autobahn A30 patrouillierender Polizist wollte ein blaues Honda-Motorrad mit abgelaufenem Kennzeichen anhalten. Der Fahrer hielt nicht an und dachte, er könne entkommen, indem er in die belebten Straßen einbog. Der Polizist schien aufgegeben zu haben. An einem Punkt schaltete der Beamte seine Sirenen aus und beendete die Verfolgung offiziell. Dies war jedoch nur eine Taktik. Der Beamte wechselte zur Geisterverfolgung und beobachtete den Verdächtigen weiterhin aus der Ferne und still. Hey, get off the bike. Get down. Get on the ground. Der Fahrer, der die Polizei schweigend vor sich sah, war geschockt. Da er nicht wusste, was er tun sollte, legte er sein Motorrad auf die Seite und ergab sich. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen auf dem Motorrad eigentlich zu einer Kawasaki gehörte und der Fahrer keinen Führerschein und keine Versicherung hatte. Für Trussell, der glaubte, er könne entkommen, endete diese stille Verfolgung mit einer Enttäuschung auf dem Abschlepphof und in der Polizeizelle. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, um weitere Motorradverfolgungsjagden zu sehen.